Moin! Morgen, grüß dich! Hi, Klatschi! Ich glaube, was wir verloren haben, ist, dass Essen ein Lustgewinn ist, dass das geil ist. Wenn ich Sex habe und ich denke daran, wie viel CO2 ich gerade, also wie viel Kalorien ich gerade verbrenne, dann kann ich aber auch gleich aufhören. Komischerweise machen wir das beim Essen häufiger. Dieses total Verkopfte, das regt mich immer so auf. Weißt du, mach mal hier, mach mal, sag mal, geil, ich habe jetzt Bock auf eine Wurst. Und ich weiß nicht, du bist so fett. Ja, heute Morgen waren wir beim Metzger und haben Wurstbrät geholt, also quasi so eine Rohmasse. Wir wollen einmal versuchen, eine asiatische Geschichte zu machen. Dann machen wir aber auch so ein ganz klassisches Ding, was eher so Kräuter sind, Majoran, Pfeffer, also so die klassische deutsche Bratwurst. Dann haben wir hier, glaube ich, noch eine mit geräucherter Paprika aus Spanien. Genau, und dann haue ich hier noch die Cranberries rein, die einfach jetzt hier irgendwie rumlagen, aber ich glaube, das wird ganz lustig. Diese Erfahrung will ich eigentlich weitergeben, weil die habe ich auch irgendwann mal gemacht. Ich habe auch irgendwann meine erste Wurst gemacht und habe gedacht, so einfach und so lecker und ich kann auch selber bestimmen, was reinkommt. Das ist doch cool. Finger rein. Was passiert denn da, wenn ich eine Cranberry in meine Wurst reintue, wie wir es jetzt gemacht haben? Was passiert denn da? Weil das ist dann kulinarisches Lernen und da hat jeder die Möglichkeit zu. Du brauchst nur so 4 Gasflammen oder 4 Herdplatten und dann geht's los. Diese Sauerkrautgeschichte, wo wir Sauerkraut gestampft haben in der Markthalle mit 500 Leuten, 1000 Kohlköpfe verarbeitet. Die Leute haben auf Kraut getanzt, wir hatten geile Technomucke und es waren junge Leute da, weil sie von Stöckelschuh bis Rasterlogge alle da. Alle noch nie Sauerkraut gemacht. So Interviews davor geführt, die haben oft diesen Begriff Orgie verwendet. Und das fand ich so passend und Orgie klingt für mich geiler als irgendwie eine Podiumsdiskussion zur nachhaltigen Esskultur. Das ist Schafsdarm, ne? Also du kannst auch Schweinedarm nehmen. Schweinedarm nimmt man aber eigentlich immer eher für die gröberen Geschichten. Das ist jetzt ein Schafsdarm, der platzt in der Pfanne nicht so schnell. So, jetzt muss ich hier den Eingang finden. Essen ist per se politisch. Also wie du dich entscheidest, 3-mal am Tag entscheidest du darüber, wie die Gesellschaft um dich herum aussieht. Wenn ich mich als Co-Produzent begreife und sage, meine Entscheidung, diesen Apfel zu essen oder diesen Apfel zu kaufen, hat darauf Auswirkungen, wie Landwirtschaft aussieht. Also wenn ich mit meinen Kindern raus aus Berlin fahre und sehe nur noch Maiswüsten, kann es sein, dass es ein bisschen daran liegt, dass ich einfach nicht mehr darauf geachtet habe, wo kommt denn der Apfel her. Du lernst darüber Leute kennen, Kulturen kennen und da Brücken zu bauen, das finde ich faszinierend. Und die müssen irgendwie geschmackvoll sein. Also was ich nicht mag, ist Menschen einfach, sage ich mal, nur diesen Horrorschocker Lebensmittelindustrie jeden Tag um die Ohren zu hauen. Es gibt nur eine andere Welt da draußen, wo ein bisschen eine andere Kultur herrscht, eine andere Arbeitskultur, eine andere Moral und natürlich ein wahnsinniger Geschmack. Also so eine 0815 Wurst, die irgendwo durchgelaufen ist am Fließband, schmeckt anders als so ein Metzger, das eine Handwerkskunst und seine Kreativität irgendwie ausgedrückt hat. Das finde ich spannend und das will ich eigentlich den Leuten zeigen. Und darüber eben über Aktionen Brücken zu bauen, die Leute wieder faszinieren für leckere Lebensmittel. Okay. Da kommt was. Ja, oh! Die Geburt einer Wurst. Sie sind live dabei. Hier. Oh, man braucht ganz schön Energie hier. Da kommt sie. Wer hat sich diesen Schwachsinn eigentlich ausgedacht, ey? Also wenn wir über Essen und Kultur sprechen, dann es gibt diesen Unterschied zwischen Nahrung und Lebensmittel. Also ein Mittel zum Leben ist was anderes als eine Nahrung. Da hat Essen auch schnell für mich mit Gesellschaft zu tun. Also A natürlich, wie esse ich? Also esse ich alleine, wie vorm Fernseher und pfeife mir irgendwas rein, was auf einer Pappschachtel kommt oder aus einem Alu-Deckel. Oder lade ich meine Freunde ein, setze ich mich an eine lange Tafel, habe ein schönes Dinner, koche mit denen zusammen. Und natürlich die Dimension, wo kommt das Essen her, wer stellt es her? Und das entscheide ich auf meinem Teller, ich in meinem Warenkorb. Dass es aber gar nicht so schlimm und so trocken sein muss, sondern es kann wirklich Genuss sein. Das finde ich da spannend. Also in eine geile Wurst reinzubeißen und zu sagen, boah, wie abgefahren dieser Geschmack mit einem geilen Senf dazu. Was gibt's Geileres, als damit zu wählen oder damit irgendwie Gesellschaft zu gestalten? Und das ist für mich Politik.